mein Gott, Leute, ich glaube, ich brauche einen neuen Job. Wir können das hier täglich machen mit den Updates. Jetzt hat OpenAI OpenClaw ja gekauft. Jetzt legt Anthropic wiederum nach mit Security Features in Claude Code, mit Plugins in Claude Cowork und mit Claude Code Remote. Das heißt, ihr könnt jetzt vom Telefon aus euren Rechner steuern, so wie OpenClaw das auch kann. Kann das jetzt Claude Code auch. Ist das jetzt der OpenClaw Killer, den Anthropic hier rausgebracht hat? Boah, das räumen wir heute auf. Wir gucken uns an, was kann Claude Code Remote? Warum sind diese anderen Features wichtig? Und ist das jetzt eigentlich schon AGI? Ist das jetzt eigentlich schon AGI? Und das Erste, was man verstehen muss, es dreht sich alles momentan um Agents. Und das ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Das Besondere ist, OpenClaw hat hier den ganzen Markt immer durcheinandergewirbelt und alles aufgemischt, indem Peter Steinberger als der Entwickler von OpenClaw gesagt hat, ich gebe meinem Agent All Access und hatte eine ziemlich geniale Idee. Das war der zentralste Punkt. Er hat dem Agent als Tool das Command-Line-Interface, den Terminal gegeben auf dem Rechner. Das heißt, über Command-Line könnt ihr jeden Befehl ausführen. Das heißt, der Agent kann einfach die Command-Line bedienen und kann damit alles tun. Er kann den Rechner aufräumen, er kann Dateien löschen, Dateien erstellen, eine Website anlegen, ins E-Mail-Postfach gehen und. Keine Grenzen. Claude Code als Agent hat nachgezogen oder Anthropic hat nachgezogen und diese Dynamik merkt man jetzt, weil Claude Code Remote genau das macht. Ihr könnt aus der Ferne euer Terminal steuern und Dinge tun. Das ist der Kernunterschied. Ein Agent kann Dinge tun. Das ist gleichermaßen genial, wie natürlich auch gefährlich. Logisch, mit dem Rechner könnt ihr halt auch Sachen machen und ihr müsst gut überlegen, gebe ich meinem AI-Agent vollen Zugriff auf meinen Rechner. Das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. Okay, gucken wir uns mal ganz genau an, wie man das macht. Also, ich habe mehrere Anthropic-Accounts. Das ist qua meines Jobs der Fall. Das heißt, ich habe auch einen, der über eine Personal-E-Mail läuft, also kein Business-Account ist und dort nicht den einfachen Pro-Account hat, sondern einen der Max-Accounts. Complicated. Es gibt die Business-Welt mit den Business-Accounts, mit dem läuft das nicht. Auch mit API-Keys und so weiter, damit läuft es nicht. Es läuft in der Personal-Welt momentan, in den Pro-Accounts und vor allem, ich habe es bisher noch freigeschaltet bekommen, im Max-Account, also in dem deutlich teureren Account. Muss man sich gut überlegen. Ihr könnt euch das jetzt anschauen. Dann installiert man sich Claude Code auf dem Rechner. Das läuft über den ganz normalen Command. Gab es schon mal ein Video zu, was wir gemacht haben. Und sobald man die aktuellste Version laufen hat und hat es dann und sieht dann auch, dass es aktiv ist, in den Slash-Commands, das sind die Commands, mit denen man Claude Code im Terminal bedient. Und dann gibt es den Slash-Command /Remote Control. Dann seht ihr schon, habt ihr Zugriff und Claude erstellt euch dann eine Session-ID, die quasi mit einem Link, das ist ein Link, den solltet ihr auch nicht teilen, der ist dann mit entsprechend der Session verknüpft. Und wenn ihr euch fragt, oh, ich habe das alles probiert, aber bei mir geht's nicht, denkt immer dran, nochmal ausloggen, also Login drücken, Claude Code im Terminal oder das Ganze einmal nochmal schließen, Rechner schließen, Terminal schließen, alles nochmal neu öffnen. Es wird erst die nächsten Tage und Wochen ausgerollt auf die verschiedenen Accounts. Es geht definitiv los mit den Max-Accounts, dann vermutlich Max-Accounts mit weniger Limit, dann vermutlich die Pro-Accounts. Das ist typischerweise die Reihenfolge, die stattfindet, mit der ihr das Ganze findet. Das ist dann quasi der Tunnel von eurem Smartphone, also der Claude-Code in der App. Ihr müsst natürlich im selben Account eingeloggt sein und seht dann, wenn ihr auf Code geht, die Session laufen und das ist dann quasi dieselbe Session wie am Terminal. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was kann ich jetzt damit machen, dann machen wir mal das simple Beispiel mit einem einfachen Prompt. Hey, Claude, mach eine Recherche umfassend zum Thema Claude Code Remote. Was kann man da alles machen? Wer kann diese Accounts freischalten? Und wie würdest du das in einem Video von Christoph Magnussen auf YouTube aufbereiten? Geben das an Claude Code und ihr seht schon, jetzt läuft die Session am Rechner, der hier steht, durch. Und es läuft auf diesem Rechner. Das ist Command-Line-Interface dort, lokal. Heißt, im zweiten Schritt, wenn er jetzt fertig recherchiert hat, dauert einen kleinen Moment, könnt ihr einfach sagen, super, was du jetzt machst, leg mir bitte einen Ordner mit den Rechercheergebnissen an und stell mir das auf einer einfachen Website, in einer Web-App dar, sodass es grafisch hübsch aussieht und man sich durchklicken kann, um das nachzuvollziehen. Und spätestens jetzt sagen die meisten, boah krass, ist das Magic, denn Claude Code legt euch diesen Ordner an und könnt auch Dateien löschen, ausführen und so weiter. Und das Spannende ist, ihr könnt hier am Telefon quasi genauso die Freigaben machen und auch für die gesamte Session freigeben oder für einzelne Punkte freigeben, wie ihr das auch vom Terminal kennt. Das ist wirklich eine spannende Art der Interaktion. Wie gesagt, OpenClaw hatte das definitiv schon vorher und auch so gemacht. Gibt es super Podcast-Folgen zu, wo der Peter Steinberger das gut erklärt. Aber man erlebt das schlichtweg anders, weil Anthropic das anders als Produkt eingebaut hat und natürlich auch mit dem Claude
Konto quasi mit der Claude-App einen anderen Zugang hat und das nicht über Telegram machen muss oder iMessage oder WhatsApp. Auf der anderen Seite sind beides unterschiedliche Produkterlebnisse. Aber das ist das, was hier jetzt gerade passiert. So, und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr simples Beispiel gewesen, wo ihr sagt, ja, das kann ich ja auch tatsächlich am Telefon so machen oder vor Ort machen, das geht auch schnell. Aber jetzt stellt euch einfach vor, ihr habt eine längere Session oder ihr macht längere Arbeit am Rechner oder baut etwas oder. Dann könnt ihr jetzt natürlich auch mit diesem Remote-Zugriff das Ganze den ganzen Tag aus der Ferne bedienen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass ihr jetzt nicht sagt, ja, bringt mir nichts, sondern überlegt, was kann ich jetzt damit machen, was ich vorher noch nicht machen konnte. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und das ist auch das, was eigentlich das Spannende ist, sich die Frage zu stellen, welche Agents möchte ich eigentlich? Was ist überhaupt ein sinnvoller Agent-Case? Wie setze ich mir klare Ziele, um Agents zu bedienen? All diese Fragen werden jetzt immer wichtiger, weil wir sehen langsam nach und nach verschiedene Ansatzpunkte und User-Interfaces, um Agents zu steuern. Und dann kommen wir zum Thema Vertrauen. Denn OpenClaw hat auch viel Wirbel ausgelöst mit Leuten, die gesagt haben, oh, die Rechner sind jetzt alle öffentlich einsehbar, ist alles super gefährlich. Ja, weil der Agent bei OpenClaw halt unfassbar viel Autonomie hat. Claude Code wiederum gewinnt gerade auf der Vertrauensseite. Und das in Teilen, ja, ob es berechtigt ist, die Dynamik ist halt hoch. Aber man sollte genau schauen, was Anthropic da eben macht. Und trotzdem haben sehr viele User gerade sehr viel Vertrauen in Claude Code und sagen, Mensch, das Ding läuft einfach, das versteht mich, das fühlt sich besser an. Und das stimmt. Also beim Codeschreiben, beim Entwickeln, beim Konzepteschreiben hat Claude Code gerade mit dem Modell Opus 4.6 als sehr starkes Modell ein Gefühl, was man dabei hat, dass man denkt, Mensch, ich kann dem Modell vertrauen. Vorsicht, das ist nicht immer richtig. Man muss genau hinschauen. Aber das ist das, was gerade passiert. Die Menschen vertrauen ihm einfach. Und deswegen glaube ich, werden sich sehr viele Menschen darauf einlassen, Claude Code Remote definitiv zu testen, auszuprobieren und damit zu arbeiten. Thema Vertrauen und Nicht-Vertrauen bringt mich zum Thema Security. Und das Security-Thema ist zweigelagert, denn einmal betrifft es natürlich die Session, die hier jetzt gerade läuft. Denn es ist zwar keine Cloud-Session im eigentlichen Sinne, sondern eine Claude-Session, schönes Wortspiel, auf eurem Rechner. Und ihr schaltet quasi remote aufs Terminal auf eurem Rechner. Und das bedeutet aber eben auch, dass ihr damit auf einmal natürlich sehr viel steuern und machen könnt. Und das solltet ihr wirklich mit Bedacht tun, um zu gucken, was mache ich da gerade und mehr Verständnis dafür entwickeln, was macht mein Terminal hier, was heißen diese verschiedenen Commands. Und der Trick, den ihr immer anwenden könnt, ist, dass ihr eurem Claude Code Agent von Anfang an sagt, hey, wir machen dieses und jenes Projekt. Erklär mir bitte immer in den Antworten, warum machst du das? Was machen diese Bash-Commands oder Curl-Commands oder Grep-Commands, die da kommen, aus, wenn ihr sie nicht kennt? Ganz simpel. Ihr nutzt Claude Code als euren Code-Coach und schreibt ihm das dazu und schon bekommt ihr bessere Antworten und könnt ein deutlich besseres Vertrauen entwickeln in was kann Claude Code Remote und was kann es nicht. Das ist aber nicht das zweite Feature, was ich meinte, denn das zweite Feature ist jetzt fest verbaut in Claude Code und das ist tatsächlich ein Security Agent und der wiederum ist dazu da, dass einer der häufigsten Fehler, wenn Apps geschrieben werden, verhindert wird, nämlich Passwörter oder API-Keys direkt im Klartext mit in die App hochzuladen. Das ist tatsächlich ein Problem, weil viele Userinnen und User gehen davon aus, hey, ist doch kein Thema, Claude weiß schon Bescheid, ich gebe dir einfach das Passwort, mach du mal. Das ist aber etwas, was man nicht tun sollte, sondern man fragt halt eher den Coding Agent, was sollte ich jetzt security-seitig beachten, worauf sollte ich achten und so weiter. Das Thema Security im Terminal oder im CLI ist nicht neu. Also es gibt so Tools wie Husky beispielsweise, mit denen man schon früher, wenn man sich das quasi installiert hat im Terminal, verhindern konnte, dass jetzt aus Versehen irgendwo ein API-Key bei einem Git-Push liegt oder sowas. Das ist etwas, das war schon da. Nichtsdestotrotz genau diese Frage zu stellen und das auch wirklich proaktiv mit zu tun und nicht einfach zu sagen, ja, das Modell macht das schon, kein Problem. Das ist der neue Habit. Den solltet ihr euch definitiv aneignen, damit euch nichts Blödes passiert. Alles, was wir hier gerade testen, machen wir auf einer separaten Umgebung. Das heißt, wir haben hier einen Rechner, der ist in einem anderen WLAN, ist nicht bei uns im Netzwerk. Man nennt das ein sogenanntes Air-Gap. Das heißt, da ist gar keine Verbindung irgendwo rauf. Da testen wir auch OpenClaw, da machen wir noch ein separates Video zu. Aber das ist einfach einmal wichtig zu wissen. Wenn ihr das auf eurer Hauptmaschine macht, dann dürft ihr nicht vergessen, dass mit dem Link und eurem Account theoretisch jemand dann eben auch Zugriff auf diesen Rechner haben kann. Das ist genau das, was bei OpenClaw mit ganz vielen Accounts passiert ist, wenn die Leute es nicht richtig aufgesetzt haben. Wenn ihr sagt, oh, ist mir alles zu kompliziert? Ich sage euch, Leute, es lohnt sich gerade, diese paar Meter zu gehen und den Blick zu machen, denn jeder Meter, den ihr jetzt geht, sind 10 Meter nach hinten raus. Vorsprung vor allen anderen, die noch nicht da sind.
Und dann gibt es noch etwas, und das passt in den Ausblick rein. Ein Update bei Claude Cowork. Cowork, erinnert euch, habe ich auch ein Video zu gemacht, ist quasi die Claude-App auf dem Rechner und die kann dann Dinge tun, wie die PowerPoint schreiben, die Excel schreiben, Daten auslesen und so weiter. Und ihr merkt schon, das ist dasselbe wie, wenn ihr im CLI einen Befehl eingibt und der wird auf dem Rechner ausgeführt. Genau. Cowork ist nichts anderes als ein Wrapper von Claude Code, optimiert auf Arbeit. Und Anthropic gibt hier wirklich Vollgas. Es gibt jetzt neue Plugins, die ihr einbinden könnt, quasi als Unternehmen. Excel, PowerPoint sind nur 2 Beispiele. Stellt euch vor, ihr arbeitet im Team und gebt das irgendwann als Team frei. Das wird quasi ein zentraler Ansatzpunkt von Anthropic sein, Office-related Arbeit neu zu denken. Weil plötzlich habt ihr die Power von Claude Code eingebunden in die Arbeitswelt, PowerPoint, wie Excel, wie Dokumente schreiben und so weiter. Und dieser Coding-Agent Claude Cowork macht das mittlerweile so gut, auch wie Dokumente aufbereitet sind und ähnliches, dass man ganz klar sagen muss, das kriege ich selber kaum besser hin. Das, was man aber immer noch lernen muss, ist, wie steuere ich diesen Agent? Wie schreibe ich den Prompt, damit am Ende das richtige Ergebnis bei rauskommt? Das ist eure Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe von Anthropic. Aber das ist das, was gerade passiert. Und deswegen packe ich das hier zusammen, Claude Cowork, als quasi auch Ausblick, denn ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, Anthropic wird genau das jetzt weiter ausbauen, sodass man eben diese Art von Tätigkeit dann auch von unterwegs machen kann und ihr euch immer mehr daran gewöhnt, in diesem, Agentic OS Operating System, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, zu arbeiten. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt bei Operating System, Betriebssystem, warum kommt das nicht von Microsoft? Was ist mit Google und was ist eigentlich mit OpenAI? Das ist jetzt genau die spannende Dynamik. Alle testen gerade, wie sieht die Zukunft des User Interfaces aus. Bisher, ich glaube nicht, dass es das Terminal sein wird. Ich glaube nicht, dass es das Chat-Interface bleiben wird. Eine grafische Oberfläche ist es aber auch noch nicht. Und die bauen wir alle zusammen gerade durch unser Verhalten, durch das, wie wir es benutzen und durch das, was wir hier testen. Ist das jetzt der Open Claw Killer oder ist das jetzt AGI? Ich glaube nicht, denn es ist zwar in der Funktionsweise etwas wie Open Claw, aber Anthropic verfolgt eine andere Produktstrategie. Was OpenAI jetzt mit Open Claw macht und wie die es einbauen, let's see. Beide Unternehmen sind herausragend stark mit Produkten, beide aber auch sehr, sehr unterschiedlich, wie sie das Ganze angehen, auch wie sie mit uns Userinnen und Usern umgehen. Insofern bleibt es ziemlich spannend zu sehen, aber jetzt seht ihr, warum es schon berechtigt ist, die Frage zu stellen, wie viel das eben mit OpenClaw zu tun hat und ob das vielleicht aus dieser Dynamik herauskommt. Ich glaube, es bleibt spannend und insofern abonniert den Kanal, teilt das Video. Das Ganze macht zusammen mehr Spaß als alleine und wir wollen ja hier zusammen von Tool-Touristen zu AI-Anwendungsweltmeistern werden. Insofern sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video.